Frauen werden in keinem anderen Land so unterdrückt wie in Afghanistan. Taliban dehumanized the woman and they try to remove the dignity of the woman and they kill the soul of the woman. Diese Menschenrechtsverletzungen stellen viele Länder vor ein Dilemma. Wir wollen das nicht gutheißen. Das heißt, wir werden nicht zusammenarbeiten im humanitären Feld. Das führt zu einer Katastrophe. Die Schweiz ist eines der ersten Länder in Europa, die in Afghanistan ihr humanitäres Büro wieder eröffnen wird. Wie viel muss man mit den Taliban zusammenarbeiten, um den Menschen und vor allem den Frauen im Land zu helfen? August 2021. Die USA ziehen ihre Truppen aus Afghanistan zurück. The military mission is over. Kurz darauf marschieren die Taliban in die Hauptstadt Kabul ein. Kampflos erobern sie die Stadt und übernehmen die Regierung. Verzweifelt versuchen Menschen, eines der letzten Flugzeuge zu erwischen, das sie aus dem Land bringt. Nur wenigen gelingt es. Und mitten im Chaos fliehen auch internationale Vertreter. Viele Botschaften und humanitäre Büros schließen. An ihrer ersten Pressekonferenz versprechen die Taliban: The women's issue is a very important issue. We gave rights to all women according to Islamic principle. Leere Worte, wie sich später herausstellen wird. First bitter memory for me on that time was the driver of the taxi and the other vehicles didn't pick up the woman because they afraid from the Taliban. Gleich nach der Machtübernahme ordnen die Taliban an, dass Frauen zu Hause bleiben müssen, unter dem Vorwand, sie seien draußen nicht sicher. On that time, just I think I'm now like a slave. Und Shabnam Simia weiß, in kürzester Zeit gehen alle Errungenschaften der Frauen verloren. I was a prosecutor against the terrorism crimes. After Taliban, you are nothing. 10 Tage harrt Shabnam Simia in Afghanistan aus, bevor sie aus dem Land flüchten kann. Kurz darauf folgen zahlreiche frauenfeindliche Gesetze. Die Taliban errichten ein Regime der Angst. Ab September 2021 dürfen Mädchen ab der 6. Klasse nicht mehr zur Schule gehen. Und die meisten Frauen dürfen auch nicht mehr arbeiten. Als Frau ohne männliche Begleitung zu reisen, ist ab jetzt verboten. Einige Dutzend mutige Frauen kämpfen für ihre Grundrechte. Doch die Gesetze werden noch strenger. 2022 dürfen Frauen nur noch in Begleitung eines Mannes Cafés, Krankenhäuser und öffentliche Verkehrsmittel betreten. Und sie müssen ihr Gesicht komplett verhüllen. Ende 2022 dürfen Frauen auch nicht mehr studieren. Um die neuen Gesetze durchzusetzen, führt die Taliban die Sittenpolizei ein. They arrested the woman, they raped the woman, they killed them, they put the woman in the jail. The Taliban are very cruel. 2023 verbieten die Taliban auch ausländischen Hilfsorganisationen vor Ort zu unterrichten. Damit verlieren 300.000 Mädchen ihre letzte Chance auf Bildung. Mit jedem Gesetz unterdrücken die Taliban die Frauen mehr. Die Proteste werden von der Straße verbannt. Man muss auch die Frauenbewegung in Afghanistan bewundern. Sie haben sich konsequent einfach Nein gesagt, an die Straße gegangen. Sie wurden einfach mit Gewalt konfrontiert, die wurden verhaftet, die wurden einfach bedroht. Und trotzdem haben sie weitergemacht. Im August 2024 veröffentlichen die Taliban ihr neues Manifest. Ein 114-seitiges Dokument, das sogenannte Tugendgesetz. Darin verbieten sie den Frauen, in der Öffentlichkeit ihre Stimme zu erheben oder zu singen. Auch für Männer gelten neue Regeln. Sie müssen ihren Bart wachsen lassen und mindestens knielange Hosen tragen. International wird dieses Gesetz stark verurteilt. Today in Kabul, a female cat has more freedoms than a woman. A cat may go sit on her front stoop and feel the sun on her face. A bird may sing in Kabul, but a girl may not, and a woman may not in public. Doch die Afghaninnen lassen sich nicht zum Schweigen bringen. It's a good way because they aren't silent. Diese Unterdrückung von Frauen hat System. Call it by its name. Es ist ein Gender Apartheid. Geschlechterapartheid. Der Begriff stammt aus der Zeit des ersten Taliban-Regimes Ende der 1990er Jahre. Es ist nicht irgendeine Diskriminierung. Es ist eine Verneinung, eine Vernichtung von ihrer Persönlichkeit
und Menschlichkeit. In keinem anderen Land ist die Geschlechterapartheid so ausgeprägt wie in Afghanistan. Deshalb werden die Taliban bis heute von keinem Land als legitime Regierung anerkannt. Auch verbündete Staaten wie zum Beispiel Pakistan oder die Vereinigten Arabischen Emirate distanzieren sich von dieser extremistischen Lesart des Islam. Auf einer internationalen Ebene steht ein Dilemma. Auf einer Seite möchte man auch die Bevölkerung in Afghanistan unterstützen, humanitäre Hilfe einfach leisten. Die andere Seite will man auch die Taliban keine Legitimation verleihen und auch ein Zeichen setzen, dass die Menschenrechte und Frauenrechteverletzungen, die einfach durch die Taliban verursacht wurden, nicht ohne Rechenschaft passiert. Die Forderungen nach mehr Menschen- und Frauenrechten sind den Taliban aber egal. Druck und ein Diskurs über Menschenrechte kommt nicht an. Stattdessen demonstrieren die Taliban ihre Macht, indem sie Gesetze verschärfen. For the world, it is absolutely necessary, it is imperative to engage with this new government. Die Taliban sind nicht bereit, von ihrer Ideologie abzuweichen. Und sie wissen, dass Afghanistan für viele Länder wichtig ist. Hauptsächlich für die Länder in der Region. Doch auch westliche Länder sind aus migrationspolitischen Gründen an Afghanistan interessiert. Denn je schlimmer die Situation vor Ort, desto mehr Menschen fliehen. Dieses internationale Interesse kommt den Taliban entgegen, denn sie wollen nicht isoliert sein. Sie bemühen sich aktiv um diplomatische Beziehungen und nehmen an internationalen Treffen teil, wie beispielsweise hier in Russland, in Katar oder in der Türkei. Mit Erfolg. Russland, China, aber auch westliche Staaten wie Norwegen oder Großbritannien haben wieder Beziehungen zu den Taliban aufgenommen. Und zahlreiche Länder haben wieder Botschaften in Kabul eröffnet, darunter auch westliche Staaten. Heute sind die Taliban auf diplomatischer Ebene besser vernetzt als während ihrer ersten Herrschaft. Afghanistan komplett zu isolieren geht also nicht. Und wäre verheerend, denn das Land befindet sich in einer der größten humanitären Krisen weltweit. Das hat mehrere Gründe. Das Land ist wirtschaftlich instabil und kämpft mit einer Hungersnot, schlechter medizinischer Versorgung und Dürren. Es braucht also ein gewisses Maß an Kooperation. Man kann nicht etwas in Afghanistan tun, ohne mit Taliban zusammenzuarbeiten. Auch die Arbeit der Vereinten Nationen ist ein Beispiel dafür. Sie sind vor Ort, wurden aber durch die Taliban gezwungen, alle weiblichen Mitarbeiterinnen in Afghanistan zu entlassen. Es ist ein Abwägen. Wie viel Kooperation braucht es, um humanitäre Hilfe leisten zu können? Auch die Schweiz eröffnet ein humanitäres Büro in Afghanistan. Dafür sei eine minimale Zusammenarbeit mit den Taliban unumgänglich, sagt das Außendepartement der Schweiz. Eine Präsenz vor Ort bedeutet aber noch lange nicht die Anerkennung der Taliban und deren Geschlechterapartheid. Die Schweiz plane in Kabul vor allem, humanitäre Hilfe zu leisten. Die Hilfe vor Ort alleine reicht aber nicht. Menschenrechtsvertreter fordern, dass die Taliban für die Geschlechterapartheid zur Verantwortung gezogen werden. Bis jetzt gibt es den Begriff Geschlechterapartheid im Völkerrecht noch nicht. Es gibt an der UNO auch eine starke Bewegung, die versucht, Gender-Apartheid als eine rechtliche Begrifflichkeit zu benutzen, um Druck auf Taliban zu setzen. Weil man darf das nicht einfach akzeptieren. Ziel ist, dass Geschlechterapartheid als Verbrechen anerkannt wird, damit Staaten oder Einzelpersonen dafür bestraft werden können. Das würde auch internationale Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Solange die Taliban an der Macht sind, bleibt das Dilemma bestehen. Humanitäre Hilfe vor Ort ist ohne Zusammenarbeit mit den Taliban unmöglich. Die Menschenrechte dürfen dabei aber nicht vergessen gehen. Dabei ist es wichtig, bestehende Strukturen, die parallel zum Taliban-Regime existieren, zu unterstützen. Denn diese gibt es trotz allem noch immer. Es gibt verschiedene Frauen, die gerade jetzt versuchen, parallele Ausbildungsstrukturen aufzubauen. Aber sie machen das geheim. Most of the things that the civilians and the women of Afghanistan need now, it's hope. Think about the people. Auch in Russland herrscht ein Regime der Angst. Der Kreml will mit scharfen Gesetzen jegliche Stimme der Opposition zum Schweigen bringen. Schau dir hier unser Erklärvideo an und abonniere unseren Kanal, wenn du kein Video mehr verpassen willst.